Amen. Amen. In our study yesterday, In dem Studium, das wir gestern getan haben, we were discussing the positioning, the role, the work of the third angel's message. haben wir die Arbeit, die Position und die Rolle des dritten Engels besprochen. The reason we want to do that Und der Grund, warum wir dies tun wollen, is because we want to understand how Ellen White weil wir verstehen wollen, wie Ellen White talks about the relationship of the first, second, and third angel's messages. zwischen der Verbindung des ersten, zweiten und dritten Engels, wie sie darüber spricht, und diese verbindet. The reason we want to do that Und der Grund, warum wir das tun wollen, is because it affects vows 21 and vows 24, denn es hat eine Auswirkung auf Gelübde Nummer 21 und 24. that there seems to be a lot of misunderstanding about. Und da scheint es viele Missverständnisse darüber zu geben. The problem that we face Das Problem, das wir haben, is that when we talk, ist, wenn wir reden, when we present, when we consider our experiences, wenn wir präsentieren, wenn wir unsere Erfahrung betrachten, we're so fixated about being priests, dann sind wir so drauf fixiert, dass wir Priester sind, we actually forget what Ellen White says. wir vergessen, was Ellen White eigentlich gesagt hat. And if we're not careful, Und wenn wir nicht sehr vorsichtig sind, and often we're not, und oft sind wir das nicht, it means that we can come to wrong conclusions. dann bedeutet das, dass wir zu falschen Schlussfolgerungen kommen. And that's what was pointed out yesterday. Und gestern haben wir darauf hingewiesen. So just going to review what we said. Also wir holen einfach nochmal, was wir gesagt haben gestern. The problem arises in the following way, Das, the Pro following reasons. das Problem kommt folgendermaßen auf. I'm going to put it onto this board. Ich werde auf diese So Tafel we'll, gehen. we'll erase it. Wir werden es hier wegwischen. When we look at our reform line, Wenn wir unsere Reformlinie betrachten, we begin in 1989, dann fangen wir 1989 an. we go to 9/11, Wir gehen dann zum 11. September, 2014, 2014, 2019, 2019, 2021. 2021. That's how we currently understand the reform line of the priests. Das ist, wie wir momentan die Reformlinie der Priester verstehen. And we mark the arrival of the first angel, Wir markieren die Ankunft des ersten Engels, its empowerment. seine Bekräftigung. Then we've marked the arrival of the second. Dann markieren wir die Ankunft des zweiten. And I'm not sure if most people have considered where the empowerment of the second occurs. Und ich weiß nicht, ob die Leute hier schon drüber nachgedacht hat, wo die Bekräftigung des zweiten ist, We place it here. aber wir platzieren es oft hier. And then what we tend to do Und was wir dazu neigen, is put the arrival of the third, dass wir die Ankunft des dritten and then we'd put its empowerment here. hier markieren und die Bekräftigung dann hier. So this is how most people understand this reform line. Das ist, wie die meisten Leute diese Reformlinie verstehen. The problem is, Das Problem ist, the line as it's drawn this way wenn die Linie so gezeichnet wird, is not in agreement with Spirit of Prophecy quotes. dann stimmt diese so mit Geist der Weissagung, Zitaten nicht überein. And that's where we begin to fall into this problem of coming up with different answers or having a different understanding between ourselves. Das ist jetzt, wo dieses Problem aufkommt, dass wir unterschiedliche Verständnisse oder Botschaften unter uns selber haben. So coming back to what we looked at yesterday,
Zurück zu dem, was wir gestern betrachtet haben. I want to get some things really in place Ich in our möchte, thinking. ich möchte ein paar Dinge wirklich hier festsetzen oder aufzeigen. So the first point that we want to really be clear on Der erste Punkt, den wir wirklich deutlich machen wollen, is this boardwork here. ist diesen Teil auf der Tafel. This is Revelation 14. Das ist Offenbarung 14. What we want to see Und was wir sehen wollen, is the relationship between the third angel's message and harvest. die Beziehung oder Verbindung von dem dritten Engel und der Ernte. Now, what we've not done Was wir nicht getan haben, is go to Spirit of Prophecy quotes ist, dass wir zu Zitaten von dem Geist der Weissagung that gegangen sind, shows the relationship die die Verbindung aufzeigen between the loud cry, the Zwischen- latter rain, and the third angel. zwischen dem lauten Ruf, dem Spätregen und den dritten Engel. Except for the brief review we did yesterday in early writings. Bis auf den kleinen Wiederholungen, die wir hier aus Early Writings gemacht haben. But they're not the only passages that address this subject. Aber das sind nicht die einzigsten Zitate, die über diese Thematik handeln. If we know that this is the harvest, Wenn wir wissen, dass dies die Ernte ist, in two parts, so Zwei the good Teile. and the bad, die guten und die schlechten, hopefully we are clear on that issue, that subject. ich hoffe, dass wir das alles verstehen, diese Thematik. You can see from verse 13 to verse 20, Von Vers 13 bis Vers 20 Revelation 14, in Offenbarung 14, that it speaks about two beings, two angels, Christ and the second one, dass es hier über zwei Wesen spricht, Christus und diesen zweiten hier, who come to earth die zur with Erde these kommen, sickles. mit diesen Sicheln. So there's no application, there's no manipulation. It's a straight reading of God's word on that issue. Also da ist keine Anwendung oder Manipulation, es ist einfach gerade heraus aus dem Wort Gottes. Then we asked, Dann haben wir when gefragt, does the third angel finish its work? wann tut der dritte Engel sein Werk beenden? And this is when we begin to get problems. Und das ist, wenn wir jetzt das ist, wo wir anfangen, Probleme zu bekommen. So we saw Also wir haben gesehen, that the third angel began its work in verse 9 and ends its work in verse 12. dass der dritte Engel sein Werk in Vers 9 anfing und in Vers 12 abschloss. When I mentioned that in class, Als ich das im Unterricht erwähnt habe, many people were saying that the third angel ends in verse 11. haben viele Leute gesagt, dass dass der Engel im Vers 11 seine Arbeit beendet. And perhaps the reason for that Und der Grund, warum, is das so ist, because you've heard me stress many times third angel's message 9:11. ist vielleicht, weil ihr oft gehört habt, dass der dritte Engel Verse 9 bis 11 ist. And people are asking, have I changed my position? Und Leute haben gefragt, habe ich meine Position geändert? So I have addressed this issue before, Und ich habe die Thematik bereits schon vorher mal behandelt. but it was another opportunity to reinforce this point. Aber es ist hier jetzt nochmal eine Möglichkeit, diesen Punkt nochmal zu verstärken. Now, what we didn't go into detail Wo wir jetzt nicht ins Detail gegangen sind, is the relationship between what you read and the structure that you can see in inspiration. ist die Verbindung von, was man lesen kann und die Struktur, die man sehen kann in dem, was man liest. You can read from verse 9 to verse 20, Man kann von Vers 9 bis 20 einfach durchlesen. and you get all of this information. Man bekommt all diese Informationen. But unless you think about it, you may not notice the following. Aber wenn man da nicht drüber nachdenkt, dann verpasst man vielleicht Folgendes. That when you consider the third angel, Dass wenn man über den dritten Engel nachdenkt, it speaks about bad people and good people. da spricht es über gute und schlechte Menschen. When it speaks about the harvest, Wenn es über die Ernte spricht, it also speaks about good and bad people. da spricht es auch über gute und schlechte Menschen. Now, some of that information is there to be read, So, da ist einige Information ist da, damit sie gelesen wird. but some of it is hidden under the surface and you need to think a little bit. Aber einiges dieser Informationen sind auch verborgen und wir müssen da ein bisschen nachdenken. The verses clearly teach Der Vers lehrt klar, that there are two people doing a work of harvesting or reaping. dass es da zwei Leute gibt, die die Ernte einholen. The second one Und der zweite davon clearly talks about the wrath of God. redet oder handelt ganz
bestimmt über den Zorn Gottes. the destruction or the killing of people. Diese Zerstörung, das Töten von Menschen. Talks about their blood being poured out. Es handelt davon, dass ihr Blut vergossen wird. And that's in relationship to the grapes or the vine. Und das steht in Verbindung mit diesen Trauben, mit diesem Wein. So if that harvest is connected to the wicked, Wenn diese Ernte mit dem Bösen in Verbindung steht, the question we want to ask ourselves is, what is the harvest that Christ is doing? dann ist die Frage, was ist die Ernte, die Christus tut? It doesn't tell you that this is the harvest of the good. Es sagt uns nicht, dass dies die Ernte von den Guten ist. So this is where we're going to either say we're going to guess, or we're going to use logic, or we just plain don't know. Und das ist jetzt, wo wir anfangen zu sagen, entweder, dass wir raten werden oder dass wir zu dem Punkt kommen, wo wir einfach sagen, ich weiß es nicht. So you have to decide for yourself Also ihr müsst für euch selber entscheiden, what position you will take welche Position ihr einnehmen würdet. when it comes to identifying the harvest of the people here that Christ does. Wenn es hier zu dieser Ernte kommt, die Christus vollzieht. Just says harvest, doesn't say what type of crop or anything. Es heißt hier nur Ernte, aber es wird uns nicht gegeben, was geerntet wird. So this now comes to what kind of methodology we're going to use to understand inspiration. Jetzt kommt es zu dem, dass wir uns entscheiden müssen, welche Methode wir benutzen, um dies zu verstehen, To draw conclusions. um zu Schlussfolgerungen zu kommen. Now you might decide Du magst entscheiden, that the Bible doesn't say, so you don't know. dass die Bibel es nicht erwähnt, somit weiß man es nicht. I personally think Ich- that's a foolish or a childish way of approaching inspiration. Ich persönlich denke, dass dies eine törichte oder sogar eine kindische Art und Weise ist, an die Inspiration heranzugehen. When I say foolish and childish, I don't mean that as an insult, personal insult to people. Und wenn ich töricht und kindisch meine, dann meine ich das nicht als Anmaßung sozusagen When I say childish, oder Beleidigung, I'm- sondern wenn ich sage kindisch, I mean it in the framework that Paul would use it. dann meine ich es in dem Rahmenwerk, wie Paulus es erwähnt hat. To put it in rough language, Um es jetzt so grob gesagt zu he says you sagen, need to grow up. er sagt, ihr müsst heranwachsen. He doesn't say grow up to be an adult. Er sagt jetzt nicht, heranzuwachsen, um ein Erwachsener zu sein. What's his definition of being grown up? Was ist denn seine Definierung von, dass man heranwächst? It's to be a teacher. Es ist, dass man ein Lehrer ist. He speaks about this in the book of Hebrews. Und er tut darüber in Hebräer sprechen. He says, now you need to stop being like a child and it's time for you to be a teacher. Und er sagt jetzt, es ist jetzt genug, dass du ein Kind bist, jetzt musst du ein Lehrer sein. We would say being an adult. Und wir würden das einen Erwachsenen nennen. Foolish. Töricht. He's taken from the concept of the wise and foolish virgins. Das kommt von diesem Konzept der weisen und törichten Jungfrauen. In Daniel chapter 12, Daniel Kapitel 12. you have two groups of people. Da hat man zwei Gruppen von Menschen. Those who understand Diejenigen, die verstehen and those who don't. und diejenigen, die es nicht verstehen. People who don't understand, it speaks about them as being wicked. Und die Leute, die es nicht verstehen, da heißt es, dass sie böse sind. So that's how I use those terms, childish and foolish. Und das ist, wie ich diese Ausdrücke, Begriffe töricht und kindisch benutze. If we really believe Wenn wir wirklich glauben, that we are this close to the end of the great controversy, dass wir so kurz vorm Ende des großen Kampfes stehen, that we are already, as indicated here, dass in wir, the harvest, wie wir hier aufzeigen, bereits schon uns in der Ernte befinden, if we can't understand some basic things, draw some basic conclusions from inspiration, when are we ever going to be able to do that? wenn wir nicht jetzt ein paar fundamentale Dinge aus der Schrift herausziehen können, wann sollen wir es denn jemals können? Now, when you read inspiration, Also wenn man die Inspiration liest, we can draw many conclusions. dann kann man viele Schlussfolgerungen ziehen. I can read something Ich kann etwas lesen and I can glean some truth. und ich kann da Wahrheiten herausnehmen. I can see it one way. Ich kann es in einer Art und Weise betrachten. You can read and you can see something another way. Ihr könnt es auch lesen und es in einer anderen Art und Weise They lesen. can both be true. Und beide können wahr sein.
So Ellen White, when she reads, Also Ellen White, wenn sie liest, she draws certain dann conclusions tut sie gewisse Schlussfolgerungen ziehen, because she wants to make certain points. denn sie möchte gewisse Punkte aufzeigen. And when we read, Und wenn wir es dann lesen, we may draw other conclusions because we want to make other points. dann kann es sein, dass wir andere Schlussfolgerungen ziehen, weil wir andere Punkte aufbringen möchten. So just want to give a short example, Ich möchte einfach ein kurzes Beispiel dafür geben, a short story. eine kurze Geschichte. Go to the book of Daniel. Geht zum Buch Daniel. If you go to Daniel chapter 12, Geht zu Daniel Kapitel 12. verse 10. Vers 10. Daniel 12, verse 10. Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Daniel 12, Vers 10. Viele sollen gesichtigt, gereinigt und geläutert werden, und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Now, we need to be careful Wir müssen vorsichtig sein, how we approach the book of Daniel. wie wir an das Buch Daniel herangehen. The reason we need to be careful how we approach this book Und der Grund, warum wir vorsichtig sein müssen, an dieses Buch heranzugehen, is taken from the principle or the thought found in early writings, page 74. kommt von dem Konzept und die Idee, die wir in Early Writings Seite 74 lesen können. So im I've Englischen. just read to you Ich habe euch gerade eben vorgelesen, chapter 12, verse 10, Daniel Kapitel 12, Vers 10. and it speaks about two groups of people, as you can see, Und er spricht hier, wie ihr sehen könnt, von zwei Gruppen. and those two groups of people, Und da gibt es diese zwei Gruppen von Leuten. one understands and one doesn't, Eine versteht, die andere nicht. one is wicked and one is not. Eine ist böse, die andere nicht. So I think that's relatively straightforward to see. Und ich denke, es ist recht einfach, so das zu sehen. So reading from early writings, page 74, Also von Early Writings Seite 74 im Englischen. this is written in 1850, Das wurde in 1850 geschrieben. and Ellen White says God wants to recover his people. Und Ellen White hat gesagt, dass, dass Gott sein Volk wiederherstellen möchte. She calls this the gathering time. Und welches nämlich diese Zeit der Sammlung ist. She's in the past, Sie ist in der Vergangenheit. there was a scattering. In der Vergangenheit gab es eine Zerstreuung. So she begins to build a model of the gathering and the scattering. Also fängt sie an, jetzt ein Modell der Sammlung und Zerstreuung aufzubauen. Then she makes an important point. Und sie macht einen wichtigen Punkt. She says, I saw that it was wrong for anyone to refer to the scattering for an example to govern us in the gathering. Sie sagt ja, ich sah, dass es falsch war, dass irgendjemand die Dinge in der Zerstreuungszeit nimmt und als Beispiel für die Regelung in der Zeit einer Sammlung benutzt. So the problem that you have So das Problem, das man hat, is that in the book of Daniel, dass in dem Buch Daniel, where is he? wo befindet er sich denn? Is he in the scattering or is he in the gathering? Ist er denn in der Zerstreuung oder in der Sammlung? Where is he living? Wo lebt er denn? Scattering. In the scattering. In der Zerstreuung. So this is the book of Daniel. So das ist das Buch Daniel. People have said he lives in the scattering. Und Leute haben gesagt, dass er in der Zerstreuung And what time ist. period is that scattering? Und in welcher Zeitperiode ist denn diese Zerstreuung? 70-year captivity. Die 70 Jahre der Gefangenschaft. So
If we just do this in a very loose way, Wir tun das jetzt einfach immer so in einer losen Art und Weise machen. the captivity begins here. Die Gefangenschaft fängt hier an. If you look at that boardwork on the other side, Wenn ihr die Tafel auf der anderen Seite betrachtet, what's this waymark here? was ist denn diese Wegmarke hier? Good. Time of the end. Zeit des Endes. And what precedes the time of the end? Und was kommt denn vor dem Zeit des Endes? How do you want to express it? Wie drücken wir das aus? Darkness, Darkness. spiritual Good. darkness. Also Dunkelheit, Another word? ein weiteres Wort, Scattering. Good. die Zerstreuung. So if that's a scattering, Also wenn das eine Zerstreuung ist, this is the dann ist dies hier gathering. die Sammlung. We okay with that? Ist das so in Ordnung? So in the book of Daniel, In dem Buch Daniel does the scattering come to an end? kommt die Zerstreuung zu einem Ende. Where does it come to an end? Wo kommt es denn zu einem Ende? Who brings it to an end? Wer bringt sie zu einem Ende? Speak louder, I can't hear. Sorry? Cyrus? Cyrus? Chapter 9, he does the prayer of repentance. Chapter 9? She says at the harvest comes to an end. Das kann ich- At the harvest. So 1989 1989 lines up with 1798, ist parallel zu 1798, which is the end of Babylon, welches das Ende von Babylon ist. even though it takes a little bit more time for Babylon to be totally killed. It receives a wound here, Also es, as you all know. wie wir alle wissen sollten, es erhält ja eine Wunde und es braucht dann noch ein bisschen Zeit, bis es dann wirklich dann stirbt. In the book of Daniel, Im Buch Daniel Babylon comes to its end kommt Babylon zu seinem Ende, in chapter 5. im Kapitel 5. By the time you get to chapter 6, Und wenn man dann zum Kapitel 6 kommt, the Medes and Persians have already taken over, da haben die Medio-Perser die Macht übernommen, which brings you into chapter 9. welches uns zu Kapitel 9 bringt. By the time you get to chapter 10, Und wenn man dann zu Kapitel 10 kommt, you're already where? ist man bereits schon wo? In the third year Im 3. Jahr of Cyrus. von Kyros. So Cyrus, in his third year, Kyros in seinem 3. Jahr has already written the decree, the first decree, hat bereits schon den ersten Erlass geschrieben some time ago, und schon vor einiger Zeit zurück, 3 years ago. nämlich 3 Jahre Because he zurück. writes the decree when he ascends to the throne. Denn er schreibt den Erlass, als er den Thron besteigt. So when you go to chapter 10, Also wenn man zu Kapitel 10 geht, are you in the scattering or the gathering? ist man in der Zerstreuung oder in der Sammlung? In der Gathering. You're already in the gathering. Man ist bereits schon in der Sammlung. So when you approach the book of Daniel, you need to know where you are, Also wenn man an das Buch Daniel herangeht, dann muss man wissen, wo man sich befindet. because Daniel covers both the scattering and the gathering. Denn Daniel behandelt beides, die Sammlung, die Zerstreuung und die Sammlung. Now, separate to that point, Separat von diesem Punkt, in Daniel chapter 2, in Daniel Kapitel 2, Nebuchadnezzar, Nebukadnezar, he wants to try to understand er möchte versuchen zu verstehen, what's going to happen in the latter days. was in den letzten Tagen passieren wird. I think we all know that. Ich denke, wir wissen das alle. As he's meditating upon this thought, Und während er über diesen Gedanken nachdenkt, God gives him a dream. gibt Gott ihm einen Traum. This dream he doesn't understand. Und diesen Traum versteht er nicht. If you go to verse 28, Und in Vers 28,
We read, Da lesen wir. But there is a God in heaven that revealeth secrets and maketh known to King Nebuchadnezzar what shall be in the latter days. Da heißt es aber, es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart, der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. So Nebuchadnezzar wanted to know what's going to happen when he dies. God Nebuchad- gives him a dream and explains that. Nebukadnezar will wissen, was passiert, wenn er stirbt, und Gott gibt einem einen Traum und lässt es ihn wissen. And what does Daniel teach him? Und was tut Daniel ihm lehren? This statue. Diese Statue hier. He tells him that there are going to be 4 kingdoms that rule this earth. Er sagt, dass es da 4 Königreiche geben wird, die diese Erde beherrschen werden. We all know the story of how that works. Wir kennen alle die Geschichte, wie das so funktioniert. What's identified is that Babylon will come to its end, Was aufgezeigt wird, ist, dass Babylon zu seinem Ende kommt. and then 4 powers will take over. Und dann werden 4 Mächte dies übernehmen. So not only does Daniel know this, Nicht- Nebuchadnezzar knows this. Nicht nur Daniel weiß das, sondern auch Nebukadnezar weiß das. In chapter 3, what happens? In Daniel Kapitel 3, was passiert denn dann jetzt hier? What does Nebuchadnezzar do in chapter 3? Was macht Nebukadnezar in Kapitel 3? He rejects the dream, the vision. Er tut die Vision, den Traum, ablehnen. What does he say? Und was sagt er? In Daniel 2, In Daniel Kapitel did he 2 receive understanding? hat er das verstanden. Sure. Ja. In chapter 3, what does he do? In Kapitel 3, was tut er da? He rejects that knowledge Er tut diese Erkenntnis and ablehnen says, I don't believe. und sagt, ich glaube es nicht. What does he not believe? Was glaubt er denn nicht? That Babylon Dass Babylon is going to come to its end. zu seinem Ende kommt. So when you go from chapter 2 to chapter 3, Wenn ihr von Kapitel 2 zu Kapitel 3 geht, what he claimed to understand in 2, he now says, I no longer accept, therefore I no longer understand or believe. was er in Daniel 2 noch annimmt, tut er in Daniel 3 ablehnen und sagen, er glaubt das nicht mehr. Like most of us, Wie die meisten von uns Nebuchadnezzar is fixated about the present. ist Nebukadnezar fokussiert, wie die meisten von uns ist Nebukadnezar fokussiert auf die He's worried Gegenwart. about his own kingdom, his own people. Er sorgt sich um sein eigenes Königreich, sein eigenes Volk. And this was chapter 2 was a warning for him to not think this way, Und Kapitel 2 war eine Warnung für ihn, so nicht zu denken, to think outside of himself. dass er außerhalb von sich selber denken sollte. Hopefully we can accept that perspective. Ich hoffe, dass wir diese Perspektive verstehen können und akzeptieren können. You come to chapter 8. Wenn man zu Kapitel 8 geht, Daniel's going to be given a vision now. Daniel wird jetzt eine Vision bekommt. And this vision is going to take you where? Und diese Version nimmt uns wohin mit? From Babylon Von Babylon to Medo-Persia to Greece, zu Medio-Persien, dann Griechenland, all the way to this 4th kingdom. bis zu diesem 4. Königreich. Same story as Daniel 2. Gleiche Geschichte wie Daniel 2. And then when it comes to something that touches Daniel's heart, Und wenn es dann zu etwas kommt, was das Herz Daniels berührt, what does Daniel say? was sagt Daniel dann? Verse 27, Vers 27, the last part, der letzte Teil davon, chapter 8. in Kapitel 8. What does he say? Was sagt er da? No one Niemand understood. versteht es. No one understands what's happening. Niemand versteht, was hier passiert. In fact, Daniel says he's sick. Daniel sagt sogar noch, dass er krank ist. What's he sick about? Worüber ist er denn krank? Visions like this do not make you sick. Visionen wie solche machen dich nicht krank. That's not what he's sick about. Das ist nicht, warum er krank ist. Why is he sick? Warum ist er krank? The reason he's sick Der Grund, warum er krank ist, is because of verse 13 and verse 14. ist wegen Versen 13 und 14. Verse 14 talks about the restoration or the cleansing of the sanctuary. Vers 14 handelt um die Reinigung des Heiligtums. When's that supposed to occur? Und wann soll das dann passieren? 2300 days. Depends who you ask. Es kommt darauf an, wen man fragt. If you ask Daniel, Wenn man Daniel fragt, when does he think the sanctuary is supposed to be cleansed? wann denkt er denn, dass das Heiligtum gereinigt werden soll? At the end? Zur Zeit des Endes?
of the 70 years. am Ende der 70 Jahre. He's like Nebuchadnezzar, Er ist wie Nebukadnezar. can only think about himself Er kann nur über sich selber nachdenken and his people. und sein Volk. He doesn't get the big plan. Er tut diesen großen Plan, den versteht er nicht. Is it acceptable for Daniel Ist es okay für Daniel, to not understand dass the vision of chapter 8? er die Vision von Kapitel 8 nicht versteht? Would you find that an acceptable position? Denkt ihr, dass das so okay ist? We tend to. Wir neigen We dazu. feel sorry for him. Er tut uns leid. And why shouldn't we? Und warum sollte das nicht so sein? What's God already taught Daniel Was hat Gott denn Daniel schon bereits gelehrt? in chapter 2? In Kapitel 2. What's going to happen Was passieren wird? in the latter days? Was in den letzten Tagen passieren wird. Daniel already knows Daniel weiß bereits, that these stories, these visions, stretch through centuries. dass diese Geschichten sich über Jahrhunderte hinwegziehen werden. He'd already been told this. Ihm wurde das bereits gesagt. And yet here he comes Und jetzt hier ist er dann and he claims that he doesn't understand. und er sagt dann, ich verstehe das aber nicht. When God's going to talk about the restoration of the sanctuary. Wenn Gott über die Wiederherstellung des Heiligtums spricht. Ellen White comments on this. Ellen White kommentiert das. His lack of understanding between the relationship of the 70-year captivity and the 2300 years. Dass er diese Beziehung oder Verbindung zwischen der 70 Jahr Gefangenschaft und the 70-year captivity und die 2300 Jahre, diese Verbindung, dass er die nicht versteht. She doesn't pass judgment on him, Sie tut ihn nicht richten, but I'm suggesting we do. aber ich würde vorschlagen, dass wir das tun. I'm suggesting Ich schlage vor, Daniel is without excuse. dass Daniel keine Entschuldigung hat. Think about this. Denkt darüber nach. He's even told who the kingdoms are. Ihm wird sogar gesagt, welche Königreiche das sind. Verse 20, Vers 20 verse 21. und Vers 21. He knows it's Medo-Persia and Greece. Er weiß, dass es Medo-Persien ist und Griechenland. And he's still fixated about 70 years. Und er ist immer noch auf die 70 Jahre fokussiert. I want to suggest Ich möchte vorschlagen, that Daniel is without excuse dass Daniel ohne Entschuldigung ist in his relationship to this vision. in Beziehung auf diese Vision. I want to point out one thing. Ich möchte noch ein weiteres When you go from Daniel 2 aufzeigen. Wenn man von Daniel 2 to geht Daniel 8, und Daniel 8, it's not a couple of years, dann sind es nicht nur 2 Jahre. it's decades, Es sind Jahrzehnte. over 50 years. Es sind über 50 Jahre. Do you think God would hold you accountable for something he told you 50 years ago? Denkt ihr, dass Gott euch daran messen wird, was er euch vor 50 Jahren gezeigt hat? Sure. Natürlich. We can do that because this is a story 2,500 years old. Wir können das tun, weil diese Geschichte ist 2500 Jahre alt. Most of us struggle to keep our commitments that we made a week ago. Die meisten von uns haben Probleme damit, die Dinge, die wir uns letzte Woche vorgenommen haben, dass wir zu denen stehen. Or when we first woke up in the morning, Oder wenn wir als erstes am Morgen aufstehen. we already forget. Wir vergessen dann bereits schon. But we're expecting this person to hold on to something 50 years ago, at Aber least. diese Person erwarten wir, dass sie an etwas festhält für mindestens 50 Jahre. Daniel doesn't understand. Daniel versteht es nicht. What's he going to do in chapter 9? Was tut er denn jetzt in Kapitel 9? He's going to repent. Er tut Buße. Verse 4. Vers 4. And I prayed unto the Lord my God and made my confession and said, O Lord, the great and dreadful God, give the commandment and mercy to them that love him and to them that keep his commandments. We have sinned. Ich betete aber zu dem Herrn, mein Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt. By the time you get to chapter 9, Wenn man dann zu Kapitel 9 dann kommt, chapter 8 is already beginning to be fulfilled. da ist Kapitel 8, erfüllt sich bereits schon. The Medo-Persians are here. Die Medo-Perser sind bereits da. Chapter 6 and the end of chapter 5 have all occurred. Kapitel 6 und das Ende von Kapitel 5 ist bereits schon passiert. And he still doesn't understand. Und er versteht es immer noch nicht. But he's repenting for his ignorance. Aber er tut seine Ignoranz, darüber tut er Buße tun. By the time you get to chapter 10, Und wenn man dann zu Kapitel 10 kommt, what does he say? was sagt er denn da?
verse 1. Vers 1. He says, Ich sagte, ich understood the thing verstand dieses Wort and had understanding of the vision. und ich hatte ein Verständnis von der Vision. He finally understands Nun schlussendlich versteht er in the 3rd year of Cyrus. im 3. Jahr von Kyros. So I just want to make that point Ich möchte einfach diesen Punkt hier rüberbringen, that when we speak about people understanding or not understanding, dass wenn wir darüber sprechen, ob Menschen verstehen oder nicht verstehen, is Daniel good or bad? ist Daniel gut oder schlecht? He doesn't understand. Er versteht ja nicht. He says it a few times. Und er sagt es mehrmals. That makes him Das macht ihn wicked. Das macht ihn böse. He fulfills different roles. Er tut verschiedene Rollen erfüllen. He can represent a wicked person and a good person. Er kann eine böse, sowohl auch eine gute Person darstellen. So we tend not to have that perspective because we don't like to criticize Daniel. Wir neigen dazu, nicht diese Position einzunehmen, weil wir Daniel nicht kritisieren wollen. But Daniel is a representation of us. Aber Daniel repräsentiert uns. The Ethiopian eunuch Der äthiopische Eunuch and in the service of Candace, in der Service. of the Ethiopian eunuch, Der äthiopische Eunuch. is he good or bad? Ist er gut oder schlecht? Good? Ist er gut? Does he understand? Versteht er denn? No, he doesn't understand. Nein, er versteht es nicht. He's a eunuch, Er ist ein Eunuch, just like Daniel was a eunuch. so auch wie Daniel ein Eunuch war. Can't have children. Er kann keine Kinder haben. Symbol of the final generation. Er ist ein Symbol von der letzten Generation And he doesn't understand what he's reading. und er versteht nicht, was er liest. It's a symbol of you. Er ist ein Symbol von dir. Bad person. Eine schlechte Person. Philip, on the other hand, Aber Philipp is a good person. He understands what he's reading. auf der anderen Seite ist eine gute Person. Er versteht, was er liest. So, when we say good or bad, Wenn wir gut oder schlecht sagen, we don't speak in the moral framework, of course. dann tun wir natürlich nicht in einem moralischen Rahmenwerk sprechen. But we do need to understand what we're doing. Aber wir müssen dennoch verstehen, was wir tun. We're getting to a place now where it becomes inexcusable for not understanding things, really. Wir kommen jetzt zu einem Punkt, wo wir keine Entschuldigungen mehr wirklich haben, dass wir Dinge nicht verstehen. Now, just because we understand something, Und nur weil wir ein paar Dinge verstehen, it doesn't mean we have full cognition of all the information. dann bedeutet es nicht, dass wir das ganze die ganze Verständnis der ganzen Informationen haben. Some people have 1 talent, some people have 5. Manche Leute haben ein Talent, manche andere haben 5 Talente. I certainly don't understand all the intricacies of the First World War, the Second World War, the Pyrrhic Wars. Ich verstehe bestimmt nicht alle Details über den Ersten oder Zweiten Weltkrieg, über die Pyrrhische Kriege, But I do understand the basics. aber ich verstehe die Grundlagen. And that's what we need to do. We need to understand the basics of what this message teaches. Und das ist, was wir verstehen müssen. Wir müssen diese Grundlagen verstehen, was diese Botschaft hier lehrt. Okay, so we've looked at Revelation 14. Also wir gehen zur Offenbarung Kapitel 14. And what the point I wanted to make Und den Punkt, den ich rüberbringen wollte, was that if these are bad people, ist, dass wenn das Schlechte hier sind, one harvest, grapes, schlechtes Volk ist, eine Ernte, die Trauben, the harvest of the other group dann ist die Ernte der anderen Gruppe, must be good people. muss von guten Leuten sein. It's not guesswork, it's certainty. Es ist jetzt hier nicht geraten, sondern es ist mit Bestimmtheit kann man das sagen. Because we should have enough experience now Denn wir sollten nun genug Erfahrung bereits haben, to know that the Bible uses this principle of comparing and contrasting things so many times um zu wissen, dass die Bibel so oft dieses Prinzip Wiederholung und Erweiterung benutzt. that we can take other stories, Entschuldigung, nicht Wiederholung, Erweiterung, sondern vergleichen und gegenüberstellen. story of the wheat and tares, Wir können andere Geschichten nehmen, and nämlich superimpose those stories into this one. wie zum Beispiel Weizen und Unkraut, und können sie über diese Geschichte drüberlegen. So we came to the conclusion that this is the harvest of the good and the bad. Wir sind zu der Schlussfolgerung gekommen, dass das die Ernte von den Schlechten ist, Once you can do that, von den Guten und den Schlechten. Und wenn man das dann tun kann, and then you notice that the third angel also speaks about good and bad people, dann kann man sehen, dass der dritte Engel auch über gute und schlechte Personen spricht. what you see is that you can construct a chiasm.
Und was man sehen kann, ist, dass man einen Chiasmus kreieren kann. And as soon as you create a structure, Und sobald man dann eine Struktur kreiert, you can find yourself in a safe position. dann kann man sich in einer sicheren Position wiederfinden. Because once you get these structures, it's very difficult to make mistakes. Denn sogleich man anfängt, solche Strukturen zu haben, dann ist es schwer, noch Fehler zu machen. You get to a place where you can make positive conclusions. Nämlich da kommt man zu einem Punkt, wo man positive Schlussfolgerungen ziehen kann. The one that we did Und die eine, die wir getan was haben, that verses 9 to 12 talk about the third angel's message, which precedes the harvest. ist, dass die Verse 9 bis 12 über die dritte Engelsbotschaft gehen, die vor der Ernte kommt. And it's this structure that helps you to be certain that that's what's occurring. Und es ist diese Struktur, die uns hilft, aufzuzeigen, dass das hier ist, was da passiert. And what I pointed out Und was ich aufgezeigt habe, was that all these months when I've said the third angel's message is 9:11, und dass ich die ganzen Monate, wo ich gesagt habe, dass die dritte Engelsbotschaft die Verse 9 bis 11 sind, is I was talking about the bad people, not the good. dass ich hier über die schlechten Menschen geredet habe, nicht die guten. So hopefully that all becomes clear now. Ich hoffe, dass das jetzt alles klarer und deutlicher wird. But that begins to have implications. Aber das fängt an, Auswirkungen zu haben. Before we went to the implications, Vorher waren die Auswirkungen, bevor wir da hingehen, took you to two portions of inspiration. ich habe euch zu zwei Orten der Inspiration geleitet. Spirit of prophecy that confirmed all of this. Der Geist der Weissagung, der dies alles bestätigt. Where did we go to? Wo sind wir denn hingegangen? Just the books. Nur die Bücher. Remember? Könnt ihr euch daran erinnern? On the board. We're to early writings, Early Writings, which was Spiritual Gifts Volume 1. welches Spiritual Gifts Band 1 war. And we went to the Great Controversy. Und wir sind zum großen Kampf gegangen. So we could see Also wir können sehen, we made no application, we just did a straight reading. dass wir keine Anwendung getätigt haben, sondern wir haben das einfach so gerade heraus gelesen. That the third angel finishes its work Der dritte Engel endet sein Werk at the point where the harvest begins. an dem Punkt, wo die Ernte anfängt. So that's what we have here. Das ist, was wir hier haben. We have three witnesses. Man hat drei Zeugen. We have the witness of Revelation 14 itself, Wir haben die Offenbarung 14 als Zeugen. and then you have two statements from Ellen White Und dann hatten wir zwei Aussagen von Ellen White, that say the same thing. die das Gleiche sagen. So we know Also wir wissen, that this boardwork Dass has to diese- be right. dass es diese Zeichnung hier auf der Tafel richtig sein muss. So we did a line here Wir haben hier eine Linie gezogen. using the agricultural model. Wir haben das landwirtschaftliche Modell benutzt We can overlay the nature of man or the 7 steps of salvation. und die Natur des Menschen, die 7 Schritte der Erlösung, können wir darüber legen. Took the harvest Wir haben die Ernte genommen and brought it here. und haben sie hier angewendet. We can see that it's in two parts. Und ihr könnt sehen, dass es in zwei Teilen Called ist. Jacob's time of trouble and the 7 plagues. Es sind die 7 Plagen und die Trübsal in Jakob. Die We Angst marked in Jakob. Daniel 12:1. Wir haben Daniel 12, Vers 1 markiert. We marked Daniel 12:1 from the great controversy statement. Und wir können hier Daniel 12, Vers 1 markieren von dem Zitat aus dem großen Kampf. It's chapter 39. Es ist Kapitel 39. This is her introductory thought to Jacob's time of trouble. Das ist ein einführender Gedanke zu der Angst in Jakob. And she speaks about the third angel closing or finishing its work. Und sie spricht darüber, dass der dritte Engel da sein Werk abschließt. So if you can put Daniel 12:1 here, we can put Revelation 22:11 here. Also wenn wir Daniel 12, Vers 1 hier markieren können, dann können wir hier auch Offenbarung 22, Vers 11 markieren. We call it the close of probation. Und wir nennen es das Ende der Gnadenzeit. We tend to call it the general close of probation. Wir neigen dazu, es das generale Ende der Gnadenzeit zu nennen. And that word, when we add general, Und wenn wir generelle, has wenn wir das Wort allgemeine da hinzufügen, sent many Adventists in the wrong direction on this subject. hat die Adventisten auf diese Thematik auf eine falsche Fährte geführt. When we think about the priests, Levites, and Nethinims, Wenn wir über die Priester, Leviten und Tempeldiener and nachdenken the 144,000, und die 144.000,
this close of probation here Dieses Ende der Gnadenzeit begins to take on different characteristics or properties fängt an, jetzt unterschiedliche Charaktereigenschaften anzunehmen, than the one that we might think als diejenigen, worüber wir nachdenken normal. when we use this phrase, general close of probation. Wenn wir diesen Satz benutzen, allgemeine Ende der Gnadenzeit. Once you've created this waymark, Wenn man diese Wegmarke hier kreiert you've put the third angel's message und man die dritte Engelsbotschaft in relationship to this waymark and the harvest, in Verbindung mit dieser Wegmarke und dieser Ernte platziert, then you begin to see that some of the things, some of the concepts that we've taught in the past aren't quite correct. dann sieht man, dass einige der Konzepte, die wir in der Vergangenheit gelehrt haben, nicht ganz korrekt sind. Because what we've done in the past, Denn was wir in der Vergangenheit getan haben, if I just show it on this board, wenn ich es einfach nur auf dieser Tafel hier zeigen kann, if this was harvest, wenn das hier die Ernte wäre, there's a statement from early writings, da gibt es eine Aussage von Early Writings, page 118, Seite 118. that says it's the work of the third angel to seal and bind. Da ist es die Arbeit des dritten Engels zu selektieren und binden. And when you read that statement, Und wenn man diese Aussage liest, it sounds like the third angel is bringing some judgment. dann klingt es so, als würde der dritte Engel so Gericht bringen. We proof text, Und wir tun das take Belegtexten the word bind, und wir nehmen das Wort binden connect it to the concept of judgment, und verbinden es mit dem Konzept des Gerichts. and therefore we say, Und dann sagen wir, we know when the binding occurs. wir wissen, wann das Binden aufkommt. It occurs after you cut the crops. Es kommt nämlich, nachdem man die Ernte geschnitten hat. You bind them together. Und man tut sie dann zusammenbinden. This is the executive judgment, Das ist das exekutive Gericht, ausführende Gericht. and therefore we try to push the third angel into this history here. Und deswegen versuchen wir, den dritten Engel in diese Geschichte hineinzupushen. And we've done this for quite some time, Und wir haben das bereits schon seit einer geraumen Zeit getan. and it's wrong. Und es ist falsch. The third angel's message has finished its work before you get to the harvest. Der dritte Engel beendet sein Werk, bevor man zur Ernte kommt. So this board work isn't quite correct. Also diese Art, was wir hier geschrieben haben, ist nicht ganz korrekt. So we put the third angel here. Also wir markieren den dritten Engel hier. Then I asked the question, Dann habe ich die Frage we've gefragt, got its end point, where does it begin? wenn wir jetzt den Endpunkt haben, wo fängt es denn an? And most people Und die meisten Leute want to put the beginning of the third angel here. wollen den Anfang des dritten Engels hier markieren. When I say here, Und wenn ich hier sage, we'll jump some steps and call this the Sunday law, dann überspringen wir jetzt ein paar Schritte und nennen das hier das Sonntagsgesetz. just as it's here on this board. Genau wie hier auf diesem Tafel. So what we then did Was wir dann getan haben, was to say, let's go to the spirit of prophecy lasst uns zum Geist der Weissagung gehen and find out what Ellen White says about this subject. und lasst uns herausfinden, was Ellen White über diese Thematik sagt. We did that. Und wir haben das You getan. can do that by going to early writings. Und wir können hier zu Early Writings gehen. So when you go to early writings, it's this book here. Wenn man zu Early Writings geht, dann ist es dieses Buch hier. What we can see, Und was wir sehen können, when Ellen White talks about wenn Ellen White spricht darüber, third angel's message, über die dritte Engelsbotschaft, she tells you it arrives sie sagt, dass sie ankommt October 22nd, 1844. am 22. Oktober 1844. She'll tell you this. Sie wird uns das erzählen. And then, Und dann, a few pages later, ein paar Seiten später, page 277, auf Seite 277, she then introduces the third angel again. da tut sie wieder über die dritte Engelsbotschaft sprechen. Before we deal with that one, Bevor wir da jetzt hingehen, she goes to page 279. kann man zur Seite 279 gehen. She says the work of the third angel Und sie ends. sagt hier, dass das Werk des dritten Engels hier endet. It comes to its close. Es kommt zu seinem Ende. And she tells you where this point is. Und sie sagt uns auch, wo dieser Punkt ist, It's the close of probation. nämlich das Ende der Gnadenzeit. Here. Hier. And then it goes to, obviously, Jacob's time of trouble.
Und dann ist ja offensichtlich, geht es zu der Angst in Jakob. Then if you go 2 pages before that, Und 2 Seiten zuvor you come to this important chapter. It's called the loud cry, kommt man zu diesem wichtigen Kapitel, welches der laute Ruf genannt ist. page 277. Und es ist Seite 277. And she says Und sie sagt, that there is an angel that comes down from heaven. dass es da einen Engel gibt, der von Himmel herunterkommt. And the description of that angel Und die Beschreibung dieses Engels is identical to that found in Revelation 18. ist identisch mit diesem Engel aus Offenbarung 18. She confirms this Sie tut das bestätigen, by actually quoting from these Bible verses. indem sie eigentlich von diesen Versen zitiert. The angel comes and lightens the earth with his glory and cries, Babylon is fallen. Der Engel kommt und er erleuchtet die Erde mit seiner Herrlichkeit und schreit, dass Babylon gefallen ist. So this angel comes down, Also dieser Engel kommt hernieder and it's the angel of Revelation 18. und es ist dieser Engel aus Offenbarung 18. And it's the second angel's message. Und es ist die zweite Engelsbotschaft. When it comes down, Und wenn er herniederkommt, she says that it gives power er sagt, dass dies gibt Macht to the third angel. zu der dritten Engelsbotschaft. So the third angel has been running through history here, So der dritte Engel, der hier durch die Geschichte hindurchgeht, and here und hier, it receives its empowerment. da bekommt es hier seine Bekräftigung. And she says, Und sie sagt, when this point occurs, wenn es zu diesem Punkt kommt, it's the last work dann ist dies das letzte Werk or the ending work oder das abschließende Werk of the third angel. des dritten Engels. So this is what Spirit of Prophecy is teaching us. Das ist, was der Geist der Weissagung uns lehrt. And all of this is the loud cry. Und all das ist hier, ist der laute Ruf. She's not going to tell you what year that occurs, Und sie sagt uns nicht, in welchem Jahr das stattfindet, but it's clear aber es ist deutlich, when you take this version that's found in early writings dass wenn man diese Version, die man Early Writings findet, and you overlay it with the version that's given in the Great Controversy, und es darüber legt mit der Version, über diese Version, die man im großen Kampf findet, that this story here dass diese Geschichte hier about the loud cry über diesen lauten Ruf is dealing with the issue or the story of the Sunday law. handelt über die Geschichte des Sonntagsgesetzes. We mentioned chapter 38 Wir haben Kapitel 38 erwähnt. here. Hier. She quotes Daniel 12:1. Sie zitiert Daniel 12, Vers 1. Sorry, chapter 39. Did I say 38? Ja. 39. Entschuldigung, ist Kapitel 39. Now, if you go to the same book, Also wenn man zum gleichen Buch geht, Great großer Controversy, Kampf, and you go one chapter before, und wenn man ein Kapitel zuvor dahin geht, page 603, Seite 603, she's going to quote another Bible passage, dann tut sie einen weiteren Bibelvers zitieren, and it's Revelation 18. und es ist Offenbarung Kapitel 18. And the subject title of that chapter is called The Final Warning. Und dieses Kapitel ist die letzte Warnung, so wird es genannt. The loud cry, early writings. Der laute Ruf in frühe Schriften oder The Early final Writings warning, Great Controversy. und die letzte Warnung im großen Kampf. It's the same event. Es ist das gleiche Ereignis. So she places So sie platziert the angel of Revelation 18 den Engel von Offenbarung 18 with the final warning mit der letzten Warnung in the Great und Controversy. im großen Kampf. She places it with the loud cry in early writings. Und sie platziert es auch oder verbindet es mit dem lauten Ruf in Early Writings. But in the Great Controversy version, In der Version des großen Kampfes, she's going to tie in the Sunday law subject. da tut sie noch die Sonntagsgesetz-Thematik damit einbeziehen. So we know Also wissen wir, that this is the Sunday law, dass dies das Sonntagsgesetz ist. using a Thus saith the Lord, Ellen White's writings, early writings, and the Great Controversy. Und so benutzen wir ein So sagt der Herr, nämlich Ellen White Schriften, der große Kampf und Early Writings. And of course, when we read yesterday, Und gestern, als wir darüber gesprochen she haben, says there are two voices that come together. da hat sie gesagt, da kommt es 2 Stimmen, die zusammenkommen. The voice of the second Die Stimme des Zweiten and the voice of the third. und die Stimme des Dritten. And when they come together, Und wenn sie zusammenkommen, that second angel dieser zweite Engel gives power to the third. gibt dem Zweiten Kraft. Just at the moment Genau zu diesem Punkt, where Zeitpunkt, that third angel wo dieser dritte Engel begins to
raise its voice or swell its voice into a loud cry. anfängt seine Stimme zu erheben und in einen lauten Ruf zu verwandeln. And this is the loud cry of the third Und angel. das ist dieser laute Ruf dieses dritten Engels. So I want to ask you a question as we close. Wir müssen abschließen, aber ich möchte noch eine Frage stellen. If you're all okay with that, Wenn ihr alle damit einverstanden seid, hopefully you all should be. und ich hoffe, ihr seid das alle auch, What is the loud cry of the third angel? What does he say? was ist denn dieser laute Ruf des dritten Engels? Was sagt er denn? She say. Das sagt sie. What does the third angel say when it cries with this loud voice? Was sagt denn dieser dritte Engel, wenn er mit der lauten Stimme ruft? One person speaks louder than another person. He repeats the second Er angel. wiederholt den zweiten Engel. Anyone else? Come out of her, my people. So my translator said, Mein Übersetzer hat gesagt, "Come out of her, my people." kommt aus hier heraus, mein Volk. Do you agree with that? Tut ihr damit übereinstimmen? Revelation 18, verse Offenbarung 18, Vers 4. 4. Revelation Vier. 18, verse 4. Offenbarung 18, Vers 4. Revelation 18, verse 4 says, I heard another voice saying, "Come out of her, my people." Offenbarung 18, Vers 4 sagt, ich hörte eine weitere Stimme, die sagt, komm aus hier heraus, mein Volk. Since they've reached to heaven. Und ihre Sünden sind bis an den Himmel So is hoch. this the loud cry of the third angel? Also dies ist der laute Ruf des dritten Engels. We'll discuss this in our next presentation. Und in unserer nächsten Präsentation sprechen wir darüber mehr. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we give you praise and thanks for your goodness. Himmlischer Vater, wir geben dir Ehre und Dank für deine Gute. I want to ask that you would guide and direct us Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns leiten wirst in the meditation and study of your word. und indem wir dein Wort darüber nachdenken. Help us to be certain Helf uns, richtig zu of sein, what is right and what is wrong, gewiss zu sein über was falsch ist und was richtig ist. particularly upon those things that are clear. Im Speziellen über die Dinge, die sehr deutlich sind. Help us to be able and willing Helf uns, willig zu sein und es auch die Fähigkeit zu haben, to have faith, Glauben zu haben, to have faith in the methodology that you have given to us, Glauben in eine Methode, die du uns gegeben hast, so that we can unlock the hidden passages, dass wir die verborgenen Passagen entschlüsseln können. those statements that don't make sense, Diese Aussagen, die keinen Sinn machen. and we can not only come to a conclusion, Und dass wir nicht nur zu einer Schlussfolgerung kommen können, but that we can develop our characters, aber dass wir unsere Charakter entwickeln können. that we might be able to do a work for you. Dass wir ein Werk für dich vollbringen können. In Jesus' name. In Jesu Namen. We also ask for a blessing upon the food that we're to eat now. Wir möchten dich auch noch für einen Segen bitten, für das Essen, was wir gleich essen werden. Amen. In Jesu Namen. Amen.